Der Hafen von Tarifa. Hier haben wir unsere Räder wieder zusammengebaut, nachdem sie 1700 Seemeilen mit uns in Steffens Boot auf dem Atlantik gesegelt sind. Und hier haben wir auch zusammen mit Wale und Jan, die letzte Etappe ab Marokko mitgesegelt sind, Steffen und seine Selinaris wieder verabschiedet. Steffen hat uns echt einen Traum erfüllt. Dank ihm sind wir tatsächlich mit den Rädern auf unseren Heimatkontinent zurückgesegelt. Hier haben wir Tarifa, Spanisch, südlichste Stadt Europas. Und hier haben wir Gibraltar, der Affenfelsen. Mit den ganzen grünen kleinen Pfeilen, das sind alles andere Boote, die hier gerade diese ins Mittelmeer rein und die hier oben aus dem Mittelmeer rausfahren. Und das hier ist die Straße von Gibraltar. Ja, das ist das Nadelöhr. Alles, was ins Mittelmeer rein und raus geht, was nicht durch den Suezkanal fährt, muss hier durch. Deshalb ist hier mal eine ganze Menge Traffic. Und in der Straße von Gibraltar hatten wir nicht nur ziemlich viel Traffic, sondern auch ordentlich Seegang. Holy shit! Ja, und leider müssen wir gegen anbolzen. Was heißt das? Das heißt, Wind und Current gegen uns, mühsam da vorwärts zu kommen. Wir haben noch 7 Meilen vor uns. Das wird noch 2-3 Stunden dauern, weil wir nämlich die 7 Meilen, die wir eigentlich machen müssen, gegen den Wind gut machen müssen. Das bedeutet, dass wir mindestens 21 Meilen über Grund fahren werden. 21 Meilen, jetzt hier bei unter 6, 3 Stunden bestimmt. 4 Stunden vielleicht. Lächel mal! Hier muss man vielleicht dazu sagen, dass ich gerade Wache hatte und die Selinaris mit für den Wind doch verhältnismäßig zu großen Segeln gefahren bin. Und darum lag das Boot hier auch so ultra schief im Wasser, wovon Manu gar nicht begeistert war. Aber für mich war es halt echt immer so, je mehr Schräglage, desto mehr Spaß. Hier seht ihr übrigens die spanische Flagge, die wir als Gastlandflagge gehisst haben. Das muss man auf einem Segelboot machen, wenn man näher als 12 Seemeilen an die Küste rankommt. Wir sind also trotz meiner Wachdienste gesund und munter in Tarifa angekommen. Und da haben wir uns auch ziemlich bald wieder auf die Fahrräder geschwungen. Wie man hier sehen kann, war in Andalusien die ersten Tage wirklich gar nichts los. Gar nichts. Aber was wir auf unserer Reise mittlerweile gelernt hatten, war, dass man solche ereignislosen Zeiten echt genießen muss. Denn irgendwie war es immer so, dass wenn lange nichts passiert ist, ganz plötzlich irgendein echt einschneidendes Ereignis eingetreten ist. So, als würde das Leben einem ein bisschen Ruhe vor dem Sturm gönnen wollen. Und auch dieses Mal hat der Sturm uns mal wieder ganz unerwartet getroffen. Aber dafür mitten ins Herz. In Form eines kleinen Hundes, den wir Findus genannt haben. Oh, ist ja nicht so. Haben wir gefunden. Gefunden am Straßenrand. Guck mal, wie mager der ist da. Dann mach doch mal auf. Also, das reicht vielleicht erstmal auch, wenn du nicht so viel auf einmal trinken solltest. Sollte man das nicht? Keine Ahnung, oder? Wenn er jetzt ewig nichts getrunken hat. Boah, das ist ein riesiger Klumpen. Schau mal, kannst du das essen? Und ob Findus das konnte. Was wir aber nicht wussten war, ob er auch länger mit uns unterwegs sein konnte. Aber wir haben einfach beschlossen, es auszuprobieren. Und wie das geklappt hat, das zeigen wir euch in einem anderen Video.
Jetzt zum Schluss wollen wir schnell noch was Neues ausprobieren. Wenn das klappt, könnt ihr jetzt auf Manus Reifen klicken, um unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr dann noch die kleine Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn die Findungsgeschichte weitergeht. Bis dann!